Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bei YieldNotes? Die Community schreit nach Antworten. Wir haben für euch ein Interview mit Stefan von YieldNotes geführt, um die Fragen stellen zu können, die euch auf den Nägeln brennen. Wir hoffen damit einen Teil dazu beizutragen, dass das Vertrauen in die Unternehmung nach und nach zurückkehren kann. Also viel Spaß mit dem Interview. So, mein lieber Stefan, ich begrüße dich zu unserem heutigen YieldNotes Interview. Hallo, Vielen freut Dank. mich, dass ich da sein kann. Danke für die Jawohl. Zeit, Mario. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst. Stefan, wir haben heute die wichtige Aufgabe, bedingt durch die Tatsache, dass die letzten 1,5 Jahre bei YieldNotes eine sehr besondere Zeit waren, sagen wir es einfach mal so, einige Fragen aus der Community miteinander aufzuarbeiten, weil sich im Endeffekt einiges angestaut hat und wir mit der Beantwortung der Fragen auch um einiges mehr Transparenz schaffen möchten. Bevor wir allerdings losstarten, würde ich gerne mal so ein bisschen die letzten 1,5 Jahre rekapitulieren für diejenigen, die ja so immer noch nicht so richtig mitbekommen haben, was passiert ist. Ich bekomme es immer wieder mit, dass wenn ich regelmäßig Content, also Videos auf meinem Kanal veröffentliche, dass immer mal wieder Menschen tatsächlich Kommentare schreiben, die mich fragen, was denn da so überhaupt die letzten 1,5 Jahre abgegangen ist, was ziemlich faszinierend für mich ist. Aber schlussendlich ging es ja im Oktober 2022 los, genau, dass so ein paar, ja, ich würde mal sagen, besondere Umstände eingetreten sind, die zum Teil auch ein bisschen was mit dem Markt zu tun hatten, zum anderen Teil aber auch so ein bisschen unfairer Natur waren und die jetzt schlussendlich auch dazu geführt haben, dass YieldNotes ab Oktober 2022 nicht mehr auszahlen konnte. Viele ja, Genau. sind da gleich von Anfang an da ausgegangen, dass es sich hier um irgendwelche unlauteren Absichten handelte, was ich von Anfang an nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, deswegen auch dieses Interview, damit wir hier noch so ein bisschen mehr Transparenz und Klarheit mitgeben wollen. Und jetzt sich aber, ich würde mal so langsam das Licht am Ende des Tunnels zeigt, dass über die nächsten Monate oder zumindest mittelfristig hier die ganze Sache sich wieder ganz positiv zumindest verhalten könnte und sich YieldNotes wieder regenerieren könnte. Und von daher würde ich einfach mal, wenn es für dich in Ordnung ist, wir haben heute eine gute Handvoll Fragen von der Community eingesammelt, vieles vorab für die Zuschauer. Wir haben ein paar Fragen rausnehmen müssen, weil sie einfach für die momentane Situation zu heikel sind, weil wir über laufende Verfahren nichts sagen können. Aber ich denke, mit dieser guten Handvoll Fragen werden wir schon einiges dazu beitragen können, dass das Vertrauen in YieldNotes zumindest teilweise wiederhergestellt wird. Ja, Können wir anfangen, Stefan? gerne, ja. Wunderbar, Sehr sehr gerne. gut. Die erste Frage, die geht so eher ein bisschen in die private Natur rein. Und zwar interessiert die Community, wie es zum Teil dir geht, wie es Urs geht, wie es dem Team hinter YieldNotes geht, wie also, anders formuliert, die allgemeine Lage, die allgemeine Stimmungslage ist und wie motiviert und optimistisch ihr auch seid, dass sich die Unternehmung wieder vollständig regenerieren kann. Was kannst du dazu sagen? So wie du es ja schön gesagt hast, Mario, es war eine harte Zeit, diese 1,5 Jahre. Wir waren uns dessen bewusst, als wir gesagt haben, wir wollen weiter am Projekt dranbleiben und nicht einfach nur Bankrott anmelden und sagen, also wir Coins sind verloren, die Werte sind nach unten gegangen und wir müssen einfach aufhören, sondern wir wollten das Projekt weiterführen, weil wir wissen, dass der Markt in Wellen funktioniert. Das funktioniert ja sehr ähnlich wie auch bei Bitcoin, also dass es Bullen- und Bärenmärkte gibt. In unserem Fall war das ja so, dass ein sehr starker Abverkauf der Coins stattgefunden hat, das dann einen kumulativen Effekt hatte, dass dann das Vertrauen in unsere Coins, also in die Coins, die Descenomy hat, erschüttert wurde. Und dadurch kam es zu einem stapelbaren Effekt, der was alles nach unten gerissen hat. Und da hilft auch das Masternoding und Staking nicht, weil man dann ja mehr Coins generiert. Aber wenn diese Coins einen niedrigen Wert haben, dann kann man die Auszahlungen, so wie sie vorher stattgefunden haben, einfach nicht mehr weiterführen. Und wir wussten, dass wir sehr, sehr viel, also Häme einstecken werden müssen und auch sehr viel Gegenwind bekommen werden. Aber wir wollten, da wir ja eine ehrliche Firma sind und da wir wirklich an unser Produkt glauben, auch daran weiterarbeiten und daran festhalten. Und das hat halt weitaus mehr Nerven gekostet bis jetzt, als wir uns das gedacht haben, weil der Gegenwind einfach sehr extrem war, was natürlich auch dem ganzen Markt geschuldet ist, weil wenn normalerweise ein Produkt sagt, wir können jetzt nicht mehr auszahlen, dann wird automatisch von einem Scam ausgegangen und das ist bei YieldNotes definitiv nicht der Fall, weil wir alle weiterhin in das Projekt investiert sind. Das heißt, auch ich habe all meine Coins noch, alle Coins, die ich gemastert und gestaked habe, alle Assets, die ich in YieldNotes reingesteckt habe, das waren mal 50% der Assets, sind dann hochgegangen auf 75 und jetzt knapp 80. Also ich habe einen Großteil meines erwirtschafteten Vermögens im Projekt stecken, was natürlich auch mir Antrieb gibt, das Ganze wirklich zu einem guten Ende zu führen, beziehungsweise zu Mhm.
an einem Ort, wo man sagen kann, die Auszahlungen finden wieder statt. Yield Notes Pro kann starten. Und ja, wie gesagt, um es kurz zu machen, es ist hart, aber wir kämpfen uns durch. Auch unser Verhältnis meines zu uns ist sehr gut. Das ganze Team steht voll dahinter. Das Team wurde ja komplett neu restrukturiert und aufgebaut. Leute sind gegangen, Leute sind gekommen. Es ist sehr, sehr viel hinter dem Vorhang passiert, was wir leider nicht kommunizieren dürfen, wie du schon vorher erwähnt hattest, dass da gewisse Verfahren und Sachen laufen, auf die wir leider nicht konkret eingehen können. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus in genereller Richtung. Das muss man wirklich sagen, weil wirklich viel passiert ist. Okay, okay. Ich glaube, man kann es auch so ein bisschen zusammenfassen, wie du das ja vorher selber auch schon mit eigenen Worten gesagt hast. Zum einen wissen wir, dass der Kryptomarkt sehr, sehr zyklisch funktioniert. Das heißt, dass Aufwärtsbewegungen, Abwärtsbewegungen folgen, was grundsätzlich mal kein Problem ist. Aber wenn ein Projekt mit fallenden Kursen zu kämpfen hat, aber dann auch noch irrtümlich als Scam bezeichnet wird, dann ist natürlich der Kursverfall von den Assets zusammen mit dem Extrem beschleunigt, Vertrauensverlust, ja. das, Genau. das, das führt natürlich zu einer exponentiellen oder zu einem exponentiellen Verfall der Assets und was natürlich jedes Projekt in eine Schieflage bringen würde, ungeachtet der Qualität des Managements der Assets dahinter. Und das dürfen wir halt Das einfach ist noch genau nicht das Problem, vergessen. das du anschneidest, Maro. Das ist genau das Ding, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel den ganzen Meme-Coin-Hype anschaut, also ein Meme-Coin ist sozusagen ein Coin, der keinerlei Utilität besitzt, keinerlei Nutzen, da wird nicht entwickelt, da wird nicht weiter forciert, es gibt keinerlei Möglichkeiten, damit jetzt zu staken, zu masternoden oder irgendeinem zielführenden Projekt, zu einem zielführenden Projekt zu kommen. Und trotzdem haben diese Coins Werte, rein spekulative Werte in Höhe von Billionen. Wenn man sich jetzt Mhm. den Pepe-Coin anschaut oder Bonk oder Cat with Hat, Dog with, Dog with Hat und so weiter. Das sind einfach erfundene, schnelle Coins, die zu Spekulationszwecken dienen. Und das Ende der Geschichte bei diesen Coins wird leider sein, dass einige wenige sehr, sehr viel Geld verdienen werden und der Rest wird sich verspekulieren und sie werden extrem viel Geld verlieren, weil darunter nichts, kein Grundgerüst aufgebaut ist, Mhm. auf das man dann eine stabile, aus der man dann eine stabile Wertschöpfung erzielen kann. Und das ist ja das Ziel, was wir mit Yield Nodes wollen. Wir wollen durch diesen Sturm kommen, wieder auf dieses Level kommen, wie wir vorher waren und mit dem ganzen Descenomy-Projekt, das ja der Motor des ganzen Systems ist, also die ganzen Assets reinbringen und dann wirklich eine stabile Wertschöpfung daraus bauen. Und das ist leider, wie du gesagt hast, das hängt sehr stark auch mit dem guten Willen der Community zusammen. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir die Leute hinter uns hätten, statt gegen uns, weil das würde auch den Coins direkt schon mal einen Aufwind geben, weil wenn man sich die ganzen Projekte anschaut, die jetzt unter der Descenomy-Flagge laufen, auch von einem technologischen Standpunkt, das sind ja eigene Blockchains, das sind ja nicht nur Tokens, das sind wirklich über 18 differenzierte Blockchains mit eigenen Programmierungen, mit eigenen Systemen, auch jetzt das neue System, das da kommt, da wird ja Ostern mehr erzählen, weil Descenomy ist sein Metier. Ich glaube, Mhm. da habt ihr beide ein Interview angesetzt, worauf dann eingegangen werden kann im Detail. Und das ist dann nicht nur, dass da Werte dahinter stecken, reale Werte, sondern auch die ganzen Asset-Provider, die bereit sind, dann in dieses Projekt reinzugehen. Das hat Hand und Fuß. Da ist einfach ein Unterboden. Das Einzige, was uns natürlich jetzt fehlt, ist Hype und guter Willen. Was ich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, dass ich sage, okay, die Auszahlungen sind leider pausiert, aber sie werden wiederkommen und wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, um dahin wieder zu kommen. Und deswegen verstehe ich Leute, die angesäuert sind, sehr gut. Das kann ich nachvollziehen. Aber Leute, die einfach dagegen arbeiten und die sagen, die einfach nur Hass verbreiten oder einfach nur gegen die Coins reden oder gegen Yield Nodes, das ist einfach kontraproduktiv, weil letzten Endes muss das Projekt angenommen werden und es muss funktionieren und dadurch braucht es sehr viele Parteien, die daran teilhaben. Und wenn man einfach, das wäre, als würdest du, um ein simples Beispiel zu zitieren, Coca-Cola-Aktien kaufen und anschließend dagegen wettern, wie ungesund Coca-Cola ist und dass du niemals Coca-Cola trinken würdest. Und das ist einfach kontraproduktiv. Ich glaube, man muss hier auch noch einmal dazu sagen, dass mir selten ein Projekt unter die Augen gekommen ist, bei dem so irrational darüber diskutiert wird. Also ich bin ja relativ viel auch auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs, bekomme relativ viele Kommentare mit und ich muss mich da manchmal wundern, wie unsubstanziell die Argumente von den Menschen sind, die dort investiert haben, was mich eigentlich nur zu dem Schluss kommen lässt, dass ja offensichtlich viele, viele Menschen sich A finanziell übernommen haben, weil sie so ein paar Grundregeln beim Investieren einfach nicht beachtet haben, und zwar Streuung oder zumindest, wenn man nicht streut, immer das zu investieren, was man mittel- bis langfristig nicht benötigt. Und B, dass sie zum Teil auch überhaupt nicht verstanden haben, was denn im Hintergrund von Yield Notes überhaupt abgegangen ist, wie die Renditen erzielt wurden und so weiter und so fort. Das ist aber ein komplett anderes Thema. Und da merken wir aber glücklicherweise, dass Natürlich, so ja. langsam sich der Wind wieder dreht, weil wir uns ja auch bemühen, da Öffentlichkeitsarbeit zu machen, so die Community so ein bisschen aufzuklären, so was da wirklich passiert ist. Und ich hoffe mal, dass das in der Zwischenzeit wieder in die richtige Richtung geht. Genau, wir müssen einfach ein Team sein. Das ist der Grundgedanke dahinter, dass die Leute wirklich langsam verstehen,
Ich denke, auch Zeit spielt eine Rolle. Natürlich möchte man so schnell wie möglich wieder den Status quo hinbiegen, wie es vorher war, wann startet Deal Notes Pro und so weiter, was verständlich ist, aber wir müssen halt da gemeinsam arbeiten, weil wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kommen wir viel schneller dahin. Alles andere bremst uns nur aus. Meiner Meinung nach können wir nur verlieren, wenn wir aufhören zu arbeiten, weil ja durch das Staking und Masternoding neue Coins ständig generiert werden. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Und das heißt auch, wenn mehr Coins und mehr Assets generiert werden, die dann mit einer stabilen Wertschöpfung unterlegt werden, dass im Hintergrund das wirklich schnell nach oben gehen kann. Also das heißt, das kann dann innerhalb von Wochen so weit sein, dass wir wieder so weit sind. Es kann aber auch mehrere Monate dauern, je nachdem, wie der Markt schwingt und wie die Utilität dann tatsächlich auf der Xenomi-Seite dann ausschaut. Und wenn alle Puzzleteile ineinander greifen und die Community hinter uns steht, dann gewinnen wir alle. Und das ist ja das Ziel letzten Endes, das Projekt erfolgreich zu machen, um wieder zu den Auszahlungen zu kommen. Auf alle Fälle, ja. Okay, haben wir mal die erste Frage beantwortet. Gehen wir mal zur zweiten Frage über, Stefan. Du hast es vorher schon ein bisschen angeschnitten. Da geht es eher so darum, wie den Yield Notes Pros und so denn grundsätzlich vorangeht. Also sprich, wie weit ist man schon mit dem Programmierarbeiten, auch was das Konzeptionelle angeht? Wann könnte es deiner Einschätzung nach losgehen? Und ob man vor allem die Roadmap, die ja schon vor ein paar Wochen bzw. Monaten kommuniziert wurde, zeitlich einhalten kann? Und was dazu noch mit dazugehört, welche Herausforderungen da also in diesem Ablauf momentan auf euch zukommen? Das ist leider so ein Problem mit den Zeitangaben und Timelines, weil sehr, sehr vieles hängt ja vom Markt ab. Also programmiertechnisch ist DealNotes schon vorangeschritten. Ich denke mal, wenn wir das jetzt mit prozentual beziffern könnten, dann ist es so um die 60% fertiggestellt, das Mhm. Grundgerüst, dass man die NFTs wieder importieren kann und daran weiter partizipieren kann, dass alles wirklich nach Plan läuft. Aber vieles hängt natürlich vom Wert der Coins ab. Und das ist sehr, sehr schwierig jetzt mit einer Timeline zu versehen, weil wir einfach ein gewisses Grundlevel erreichen müssen, auf dem die Coins agieren. Und dadurch, dass die Leute sehr negativ waren und auch jetzt im Semi-Bullenmarkt, also ich würde jetzt sagen, wir sind in einem Semi-Bullenmarkt, noch nicht richtig Bullenmarkt bei Kryptocoins, jetzt Bitcoin nach oben gegangen ist, dann bekommen wir auch sehr, sehr viel Gegenwind, wo die Leute sagen, Bitcoin ging nach oben, warum ging Sapphire nicht nach oben, warum sind also die Coins von der Destiny nicht gestiegen? Wir müssen ein gewisses Grundlevel erreichen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und das sind natürlich die Asset-Provider, die dann über die Coins Transaktionen vollziehen wollen und sollen. Und das wird natürlich dann wieder dementsprechend mehr Volumen erbringen. Das hat dann einen hebelhartigen Effekt, einen Leverage-Effekt sozusagen. Das heißt, wenn ein gewisses Grundvolumen da ist, können wir diese Asset Provider onboarden. Die können dann in den Chains partizipieren und das wird das Ganze dann nochmal um 10x nach oben schieben, wo wir dann wirklich in diesen Bereich kommen, wo wir wieder Auszahlungen machen können. Und das jetzt mit Zahlen zu beziffern, sagen, das ist jetzt in 2 Monaten soweit, in einem Monat soweit, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich jetzt da sehr vorsichtig sein, wenn ich da jetzt Mhm. Zeitangaben mache, weil das wieder den umgekehrten Effekt hat. Ich sage zum Beispiel, oder ich habe von Urs gehört, dass wir in 2 Wochen mit Yield Notes Pro starten. Und das ist dann nicht der Fall. Das hat dann einen so starken negativen Effekt auf die Coins wieder, dass jedes Wachstum, das dann bis dahin gekommen ist, wieder nach unten geschoben wurde. Deswegen würde ich all die Zeitangaben mit Vorsicht genießen. Ich würde einfach jedem dazu raten, Ruhe zu bewahren und geduldig zu sein, weil wir einfach diese Geduld brauchen und sich im Hinterkopf zu halten, der einzige Weg, wie wir wirklich verlieren können, ist, wenn wir aufgeben. Das ist der Mhm. einzige Weg. Alles andere, wir müssen die Zähne zusammenbeißen und gemeinsam daran arbeiten und wirklich in diese Richtung gehen. Es gibt ja auch viele kleine Sachen, woran man sieht, dass wir tatsächlich am Projekt arbeiten. Auch wenn man sich jetzt ganz außen vor nimmt und sagt, okay, ich sehe da nichts, ich glaube nicht daran und so weiter. Und sonst muss man sich einfach zurücknehmen, nicht negativ kommunizieren, nicht überall in Foren darüber schimpfen, sondern sich einfach mal aus der ganzen Sache rausnehmen und ein bisschen in die Details gehen zu schauen, was ist denn bei der Destiny passiert? Oh, die Coins wurden geupdatet. Oha, bei Buyrake läuft das und das. Masternoding hat neue Coins gelistet. Da passiert schon etwas. Die NFTs, die wir ausgegeben haben, zum Beispiel, die neue Version, die jetzt bald kommt, das ist ein Haufen Arbeit. Das, Mhm. das sehen die Leute nicht, aber hinter dem Vorhang passiert sehr, sehr viel. Und wenn man da ein bisschen hineingeht und schaut, okay, die sind jetzt knapp 1,5 Jahre nach dem Fall noch dabei und arbeiten auch weiter nach. Es gibt Updates, es wird Neuigkeiten geben. Da wie sagt man, Benefit of the Doubt. Mir fällt nur das Englische ein. Ich habe so viele englische Okay. Interviews geführt. Also Ah. hast du eine Idee, Benefit of the Doubt zu geben? Also einfach mal den Zweifel im Raum stehen lassen und nicht direkt auf die dunkle Seite hüpfen, Mhm. sozusagen, Mhm. sondern einfach mal sagen, okay, ich gebe den Jungs die Zeit, ich sehe, dass was passiert, ich verfolge die Updates und ich bin dann mal
nicht unbedingt ein Happy Camper, aber ein Camper. Mhm. Und ich warte mal ab, solange das weitergeht, weil es gibt ja auch einen Grund, dass jetzt eines Yield Nodes ist und eines Descenomy und dass die Firmen separat strukturiert wurden, weil das hat natürlich auch einen marketingtechnischen Wert, dass man mit dem Descenomy-Konzept wirklich arbeiten kann und wirklich Firmen onboarden kann, dass Yield Node davon getrennt ist, aber trotzdem als Investor fungiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hat alles Hand und Fuß und wurde mit Anwälten und mit Corporate Strukturieren, würde ich jetzt mal so sagen, so aufgebaut, dass das wirklich Mhm. nicht nur Zukunft hat, sondern auch Sinn macht, dass man dann eventuell mit neuen, größeren ähm, Investoren arbeiten kann, die das ganze Konzept aufgreifen. Es ist sehr, sehr viel im Hintergrund, was passiert. Ich möchte da jetzt auch wirklich nicht ins Detail gehen, sonst wird es Mhm. mir von den Anwälten dann wieder rausgeschnitten, wie du weißt. Aber bei den Timelines bitte einfach geduldig sein und nicht zu viel darauf Wert legen, sondern einfach sehen, was passiert und wohin sich das Ganze entwickelt. Mhm. Okay. Das wäre mir ein Anliegen. Ja. Ähm, Jetzt eine Frage, die so eigentlich gar nicht geplant war, Stefan, die sich jetzt aber aus der vorherigen Frage ergeben hat, ist, wir haben jetzt seit, ich glaube, Mitte Januar war es, eine Pausierung von dem NFT-Handel gesehen, weil, wie du ja schon gesagt hast, da ein ziemlich großer Fehler in dem Code des Kontrakts drin war. Wann wird es denn voraussichtlicherweise mit den NFTs wieder weitergehen? Da hast du recht, da hat sich leider ein großer Fehler in das Grundkonstrukt eingeschlichen, mit dem die NFTs generiert wurden. Das ist jetzt nicht von Yield Nodes, da muss ich auch unsere Leute in Schutz nehmen, das ist nicht von Yield Nodes verursacht worden, sondern das war ein Fehler im Code, der benutzt wurde für viele, viele Coins. Das heißt, nicht nur Yield Nodes hatte darunter zu leiden, dass Yield Nodes NFTs, sondern auch marktweit hunderte von NFT-Projekten. Und das muss jetzt gefixt werden und wurde auch in den vergangenen 2 Monaten heftigst daran gearbeitet, das wieder auf Spur zu bringen. Das Ganze funktioniert so, dass man die Uhren bei NFTs zurückdrehen muss. Das heißt, es wird ein Snapshot gemacht, bevor es gab da Diebstähle, um das zu klarifizieren. Also durch diese sogenannten Lücke im Code war es Fremdhackern möglich, das NFT zu verschieben und für sich zu beanspruchen. Und das hat Mhm. natürlich katastrophale Folgen für die Besitzer, wenn da dieses Security-Leck ist. Und es gibt einen Fix, der aufgespielt wurde, aber um diesen Fix zu aktivieren, es gibt so, um ein bisschen technisch zu werden, es gibt sogenannte Snapshots bei der NFT-Generierung. Das heißt, man kann die Uhr zurückdrehen bis zu einem gewissen Grad. Es werden jetzt neue NFTs gemintet für alle Holder, die das NFT angefragt haben. Das heißt, jeder bekommt ein brandneues NFT, das natürlich 100% auditiert ist und sicher ist. Und diese Uhr wird bis zu dem Zeitpunkt zurückgedreht, wo das NFT ausgegeben wurde. Das heißt also quasi all die Transaktionen, die Diebstähle, das wird alles rückgängig gemacht und jeder Mhm. User bekommt ein frisches NFT. Die Challenge an der ganzen Sache war, dass das manuell gemacht werden muss. Das sind ja mehrere Millionen, also dementsprechend musste da schon sehr, sehr viel Arbeit manuell gemacht werden. Das kann nicht automatisiert laufen, weil wir wirklich sicherstellen müssen, dass jeder seinen Wert genau zu dem Zeitpunkt auch erhält. Und wir reden hier von knapp 18.000 NFTs, die manuell eins für eins durchgegangen und verglichen werden mussten. Deswegen unser NFT-Mann, das habe ich dir vorher, glaube ich, schon angedeutet, als ich den das letzte Mal gesehen habe. Das war gestern, weil ich natürlich auch Druck mache und sage, wie sieht es aus? Wir müssen jetzt einmal in die Gang kommen, so, der mit blutunterlaufenden Augen sagt, ja, ich bin dran, wir haben auch jemanden, der dann Kontrolle liest und so weiter. Es kann sich jetzt nur mehr um Tage handeln, bis diese ausgegeben werden. Mhm. Es sind auch weitere Projekte mit den NFTs in Planung. Also, was ich jetzt vielleicht andeuten darf, das ist natürlich wieder Ursus Metier, also Desanomy, Buyrake und so weiter. Aber da wird es auch einen eigenen Marktplatz geben. Wir werden die Mhm. NFTs voll unterstützen, dass die auch wieder handelbar sind. Sie werden wieder auf allen Marktplätzen kommen. Es wird wieder Volumen geben, dass es da Möglichkeiten gibt, das NFT umzutauschen oder zu verkaufen. Und natürlich auch das NFT dann in Yield Notes Pro wieder einzusetzen. Also, das ist auf einem guten Weg. War aber harte Arbeit, die natürlich leider niemand sieht und die auch wirklich nicht von Yield Notes verschuldet war. Aber durchbeißen und weitermachen Ja, ist die ja. Devise. Ich glaube, das ist fast überall so, dass diese ganzen Programmierarbeiten oder ein Großteil von den Arbeiten, die im Hintergrund ablaufen, davon kriegt der Otto-Normalkunde einfach nichts mit. Und da bekommt man halt dann häufig den Eindruck, ja, was machen die denn überhaupt? Aber dass die Ja, Menschen natürlich, da schaut es trotzdem aus, man drückt einen Knopf, mintet ein richtig, NFT, aber es geht um, wie gesagt, zig Millionen und 18.000 plus User, die das NFT beansprucht haben und da darf einfach kein Fehler passieren. Schon gar nicht im zweiten Run, wo es dann wirklich darauf ankommt. Das ist jetzt nicht Knöpfchen gedrückt und fertig ja. ist. Und warum tun die das nicht, sondern das sind arbeiten Tag und Nacht daran. Und das ist ja auch nur ein Teil des Ganzen. Darf man auch nicht verstehen. NFTs sind NFTs, aber Yield Nodes Pro, Descenomy auf der anderen Seite, Masternodes Online, Buyrake, der Exchange, Flitz, die App zum Staking und Masternoden. Das sind einfach sehr, sehr viele Baustellen, die alle bedient werden müssen. Assets und so weiter. Es ist sehr viel Arbeit, was im Hintergrund passiert und was man natürlich eben nicht was wir nicht so kommentieren können, wie wir gerne wollten. Also ich hätte sehr, sehr viel zu erzählen, aber du weißt, die Anwälte sitzen uns beide im Nacken und sagen, das sagt man nicht, das darfst du nicht.
das würde ich jetzt nicht sagen, einfach weiterarbeiten und publizieren. Und Mhm. deswegen bitte ich nach wie vor um Geduld bei jedem meiner Interviews. Aber wir sind dran. Wir sind wirklich, wir geben Vollgas, weil ja Okay. auch von jedem Teilhaber bei Yilnos, bei Deconomy, bei allen Projekten wir ja auch tief mit drin hängen. Das heißt, keiner hat jetzt irgendwie, wir haben mehr Geld reingesteckt, als wir rausgeholt haben. Wir sind da wirklich bis zum Anschlag mit dabei und müssen das Projekt zu einem Erfolg bringen. Wir sind selbst extremst motiviert, das Ganze hinzubiegen, weil wenn es nicht funktioniert, dann verlieren wir sehr, sehr viel Geld. Das ist natürlich eine Motivation. Jeder hat eine Frau zu Hause, soviel ich weiß, und Kinder. Mehr motiviert kann man eigentlich gar nicht sein. Ich wollte es gerade sagen, so das Interesse, dass das im eigenen Sinne auch wieder alles funktioniert, ist Genau, ja. offensichtlich sehr, sehr hoch im kompletten Team, ja. Und auch den Namen reinwaschen, natürlich. Mhm. Also das Image, das man hat. Also ich glaube, nicht um mir auf die Schulter klopfen zu wollen, ganz gewiss nicht, aber als wir Yieldos promotet haben, haben wir es auf einer relativ hohen ethischen Grundlage gemacht. Also ich habe in jedem Video immer gesagt, die Risiken, die da sind. Ich habe einen extra Risk-Disclaimer, die Leute haben Verträge unterschrieben, auf die wir jetzt natürlich auch nicht pochen. Das heißt jetzt nicht, wir gehen nicht diese Route und sagen, hier ist der Vertrag, du kannst alles verlieren, wir sind jetzt mal weg, sondern wir beißen uns da durch. Und Gott sei Dank, 80, 90% der Leute verstehen das. Es sind nur 10%, die einfach konstant überall stunk machen und das Projekt durchbedienen, Mhm. was natürlich komplett sinnfrei ist. Aber ich denke, auch mit harter Arbeit und mit steigenden Kursen und mit Yield Pro werden wir auch da diese Zweifler langsam wegkriegen. Es ist ein Stellungskampf, aber ich denke, wir werden dahin kommen. Gut, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, die Community hat öfters einmal die Frage jetzt in den Raum geworfen, wie es sich denn in der Zukunft auch mit den quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 5% verhält. Wir haben jetzt heute Anfang April, als wir das Video aufnehmen. Ich habe von jemand anderem gehört, dass für den April die Gutschrift schon vonstatten gegangen ist. Das kann ich jetzt leider nicht bestätigen, weil ich ja mein NFT geholt habe und von daher nichts mehr mit der internen Plattform zu tun habe. Aber es wäre ganz nett, wenn du uns da einfach ein paar Worte darüber erzählen könntest, Stefan. Die 5% werden weiter ausbezahlt, also quartalsweise. Das ist natürlich auch ein bisschen Druck auf uns, dass es Mhm. weitergeht, dass die Leute weiterhin, wenn auch kleine Gewinne aus der ganzen Sache schöpfen können und diese dann, wenn Yield Pro startet, auch abheben können, Okay, also werden das heißt, können, ja. sozusagen. Das heißt also, solange Yield Notes Pro noch nicht wieder aktiv ist, könnt ihr auch weiterhin zusichern, dass die 5% pro Quartal weiterhin ausgeschüttet werden. Genau. Sehr schön. Gut, nächste Frage von der Community. Die dreht sich um den Sapphire Coin. Und zwar relativ viele Mitglieder kennen den Sapphire Coin noch aus dem Login-Bereich von Yield Notes, weil der ja auch im Login-Bereich integriert war. Da haben sich jetzt viele Menschen gefragt, wie denn zum Beispiel ein steigender Sapphire-Kurs Yield Notes unterstützen könnte. Wie hängt das miteinander zusammen? Das ist natürlich eine Frage, die du dann dem Urs auch stellen kannst, bezüglich, Okay. weil alle Coins arbeiten ja unter dem Mantel von Deconomy und das ist, fällt dann in seinen Bereich, das technisch zu erklären, wie das Ganze dann geplant ist. Aber natürlich, ein steigender Sapphire war immer die Leitwährung, in die wir investiert haben. Und die ist natürlich auch die stärkste von der Marktkapitalisierung, war ja auch mal sehr, sehr hoch im Kurs. Ich glaube, knapp 90 Cent pro Sapphire Mhm. war der Höchststand. Und jetzt sind wir natürlich im Keller, weil die Meinungen unten sind, weil die einfach alles, was passiert ist, sich natürlich da auf den Kurs niedergeschlagen hat. Man muss aber sagen, dass er mechanisch perfekt funktioniert. Es gibt einige Updates im Kurs, im Staking- und Mastodon-Bereich. Wiederum eine Frage für Urs, was da alles gelaufen ist und wohin die Reise geht. Aber auch steigender Kurs natürlich ist absolut wichtig. Also je höher Sapphire ist, desto besser können die Auszahlungen und desto schneller wird es zu Auszahlungen kommen. Okay. Natürlich, auch ich privat, Masternode und Stake Sapphire natürlich weiterhin. Dafür nehmen wir die Flitz-App her. Das ist ja auch Teil des Netzwerks. Über Flitz-App kann man sich Sapphire holen, kann damit dann Stake und Masternode und Gewinne einfahren. Und wenn man jetzt, ich würde jetzt mal so argumentieren, jetzt wo der Coin so dermaßen im Keller ist, wenn man da beginnt, langsam Coins anzukaufen und Teil des Systems zu werden, dann hilft das natürlich auch dem ganzen Yield-Nodes und Yield-Nodes Pro schneller wieder an den Start zu gehen, weil wir da dieses Grundbett schaffen, wo wir dann wie vorhin erwähnt, diese ganzen Anbieter onboarden können, die wir sagen können, schaut, wir haben ein stabiles System. Darauf kommt es an, dass eine gewisse Stabilität vorhanden ist. Und wenn ihr jetzt darüber transagiert und eure Auszahlungen in Sapphire bekommt, ist das wiederum ein Asset, der viel stärker steigt und viel sicherer ist als eigentlich das traditionelle Fiat-System, weil es breit gefächert ist, das Netzwerk ist sicher, es gibt viele Staker, es gibt viele Masternoder. Und ja, also wie gesagt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, sehr wichtig, steigender Kurs, Yield Pro kommt schneller. Okay, wunderbar.
Die nächste Frage, die sich viele aus der Community gestellt haben, bezieht sich auf das Thema Transparenz. Und zwar ist es eigentlich eine zweigliedrige Frage. Zum einen, was macht denn Yield Notes, um zukünftig noch etwas transparenter zu werden? Vielen Nutzern war es in der Vergangenheit oder für viele Nutzer hat es ein bisschen zu wenig Informationen gegeben. Da hätten sich viele gewünscht, dass man ein bisschen regelmäßiger kommuniziert hätte, wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, dass spätestens alle 2 bis 3 Monate immer ein Update per Newsletter gekommen ist, was aber wie gesagt offensichtlich den meisten dann doch immer noch ein bisschen zu wenig war. Von daher war auch die konkrete Frage hier, ob hier ein regelmäßiger, zum Beispiel monatlicher Rhythmus eingehalten werden kann, um Updates zu streuen und gerade auch, was das Thema Transparenz angeht, wie es denn mit dem angekündigten Audit vorangeht, das ja hoffentlich mehr Klarheit verschaffen soll. Genau, also zum einen mal zum Thema Kommunikation haben wir uns intern darauf geeinigt, dass wir zumindest einmal im Monat einen Newsletter schreiben wollen, wo wir alle Leute up to date halten, was passiert und was gelaufen ist. Wir haben da recht, da gebe ich dir schon recht, relativ unregelmäßig kommuniziert. Einmal gab es 2, 3 Monate Pause, dann gab es im Dezember jede Woche ein Update. Und das war natürlich sehr mühsam, weil eigentlich sollten wir uns darauf konzentrieren, zu arbeiten, statt zu viel zu schreiben und zu viel zu versprechen. Und deswegen haben wir uns wirklich auf diesen einmal im Monat Updates-Schritt geeinigt, dass wir hoffentlich dann auch mit Fakten und richtigen, guten Neuigkeiten einhalten werden können. Also das ist das Ziel mit der Kommunikation. Weiterhin haben wir natürlich unsere Kanäle, speziell bei Discord, wo man direkt kommunizieren kann und sich mit der Community austauschen, weil Transparenz einfach alles ist. Und die Leute sollen miteinander reden, die Leute sollen verstehen. Die nicht verstehen und investiert haben, die sollen einfach die Möglichkeit haben, das Wissen zu erlangen, dass wir alle auf demselben Level sind und alle verstehen, woran wir eigentlich gerade werken und woran gebaut wird. Und das ist natürlich wichtig, weil Wissen nicht nur Macht ist, sondern Wissen beruhigt auch in diesem Fall, dass man hergehen kann und sagen kann, okay, ich verstehe, was im Hintergrund abgelaufen ist, ich verstehe, warum es nicht geklappt hat, aber ich verstehe auch, warum, wenn wir jetzt alle gemeinsam daran arbeiten oder die Leute arbeiten lassen, warum das in die richtige Richtung gehen kann und wieder so werden kann wie früher oder sogar besser. Zum Audit, das ist etwas, wo ich Urs schon ewig in den Ohren liege. Also das weiß er auch, weil das auch für mich sehr wichtig ist. Einer der Grundzweifel, die Yieldnotes jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder mal, was immer wieder hochkocht, ist die Anschuldigung oder der Verdacht, man hätte Coins abverkaufen können und sich das Geld in die eigene Tasche stecken. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wir haben natürlich, also ich habe mit Urs gesprochen, wir haben alle Coins, die gemastert und gestaked wurden, nach wie vor. Also die sind nach wie vor vorhanden. Der Wert beläuft sich im mehrstelligen Milliardenbereich. Also das sind Kundencoins. Das sind nicht unsere Coins, das sind Kundencoins. Und die sind Mhm. weiter im Vault. Also die werden gestaked und gemastert und vermehrt, stützen das Netzwerk, stützen die Sicherheit der Netzwerke. Und ich würde mir wünschen, dass wir dies so bald wie möglich zeigen können, dass man sich da mit einer ganz simplen Rechnung herausrechnen kann, okay, diese Coins waren so und so viel wert. Es müssen dementsprechend so und so viele Coins vorhanden sein, dass keinerlei Coins abverkauft wurden, zum Beispiel, um des Teufels Advokaten zu spielen, das ist immer eines meiner Lieblingszitate, vor dem E-Mail, als wir sagten, wir müssen jetzt die Auszahlungen stoppen, weil einfach alles in den Keller gerauscht ist, hätte man Coins abverkaufen können und nachher wären die in den Keller gegangen. Das haben wir natürlich nicht gemacht und mit Mhm. diesem Audit lässt sich das zweifelsfrei beweisen. Und das wäre mir wichtig, dass das so bald wie möglich kommt. Wir haben darüber im Dezember diskutiert, im ersten Quartal, dass wir es launchen, aber es muss einfach eine Entität sein, die an sich auch keine Zweifel aufkommen lässt. Also nicht irgendwie wieder Leute aus der Community sagen, ich habe das gesehen und dann würde der Vorwurf kommen, diese oder jene Person wurde bezahlt, du weißt, wie das ist. Es muss eine Auditfirma sein. Und die muss natürlich auch ein gewisses Grundverständnis haben. Daran hat sich jetzt in der Vergangenheit ein bisschen, daran ist gescheitert ein bisschen, weil Mhm. zum einen kostet das sehr viel Geld. Und da wir die ganze Operation privat finanzieren, sind wir, um es mal gelinde gesagt zu formulieren, da auch nicht extremst gut betucht. Da muss man schon jemanden finden, der auch versteht, worum es geht. Und das war sehr, sehr schwierig und deswegen ist dieses Audit für das zweite Quartal jetzt geplant. Also, dass wir wirklich das Audit machen und zweifelsfrei ausräumen können. Alle gemasterten und gestackten Coins von unserer Kundschaft, also von euch, sind vorhanden und können da anschließend ja auch, wenn der Wert nach oben geht, wieder verkauft werden. Das Ja. Mastodon und Staking ist weitergegangen, läuft konstant, die ganze Operation läuft konstant, es wurde nicht gestoppt, es wurde nicht aufgehört und wir können da wieder voll einsteigen, sobald es soweit ist. Das ist, glaube ich, Entschuldige auch bitte, ich ein. habe ein bisschen weit ausgeholt, aber ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Leute verstehen, dass das wirklich wichtig ist und meiner Meinung nach auch dann dazu beitragen kann, wenn das wirklich diese Zweifler komplett ausgeräumt sind, den Kurs dann wieder zu stabilisieren auch. Mhm. Ja. Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube auch, dass gerade dieses Audit
von einem außenstehenden Dritten, der tatsächlich das so bestätigen kann, wie du gesagt hast, immens wichtig ist, um dann einfach mal diese Zweifler aus dem Weg zu räumen, um das Vertrauen wiederherzustellen. Und das ist jetzt ganz interessant, dass du das angesprochen hast. Nämlich, mir ist jetzt schon öfters einmal die Frage angetreten worden, dass warum ähm, nimmt Yield Notes nicht irgendein Auditierer? Und dann habe ich sofort zurückgeschrieben, weil die Antwort lag für mich auf der Hand. Jetzt überlegt ihr doch mal, was würde passieren, wenn man einen 0815 Auditierer hernimmt, wie schnell irgendwelche Vorwürfe von, ach, das Audit ist doch gekauft und so weiter und so fort. Dann nimmt man doch lieber einen namhaften Auditierer, von dem man ganz klar sagen kann, hey, dieses Audit ist nicht gekauft, sondern der würde mit Sicherheit nicht für welchen Betrag auch immer seinen Namen in den Schmutz ziehen. Und das ist aber gleichzeitig ein Qualitätskriterium des Yield Notes wieder auszeichnet, dass jemand Großes, ein großer Auditierer bestätigen kann, hey, hier sind keine unlauteren Aktionen im Hintergrund abgelaufen. Es ist so, wie es ist. Es sind unglückliche Aktionen, Begleiterscheinungen zusammengetreten, die jetzt zu der Situation geführt haben, aber es ist alles mit lauteren Absichten im Hintergrund abgegangen. Genau. Okay, dann kommen wir im Endeffekt auch schon zur letzten Frage, mein lieber Stefan, und zwar, da bin ich mir jetzt allerdings nicht so ganz sicher, ob du die beantworten kannst, beziehungsweise in welchem Rahmen. Und zwar, die Community fragt sich, wie Ich viel habe den Guthaben. Anwalt auf Kurzwahl. Kann ich für den Fall, für den Fall Rücksprache halten. Okay. Die Community fragt sich, wie hoch denn momentan das zur Verfügung stehende Guthaben bei Yeatnotes ist, oder beziehungsweise anders gefragt, wie viel könnte man denn heute ausschütten, also so einen prozentualen Wert, wenn heute zum Beispiel Yeatnotes aufgelöst würde, wären dann 50% der Kundengelder vorhanden, wären 80% vorhanden, wäre überhaupt nichts vorhanden. Das ist die Frage, die sich die Community momentan vielleicht auch ein bisschen zurechtstellt. Und eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist, Mario, weil der Kurs, also wenn man abverkauft in den Markt, dann hängt das natürlich von den Volumina bei den Coins ab, wie viel Volumen es sind. Und das ist momentan sehr, sehr wenig. Was man aber auch beachten kann, muss und sollte, ist die ganzen Teile, die das ganze Konstrukt Yield Nodes, die Firmen, das Zenomi, die Partnerseiten, die Partner-Apps, die Projekte, all das ausmacht und was deren Wert ist, weil das fließt ja alles, würde ja alles mit einfließen. Was ist eine komplett neue Blockchain mit zigtausend Usern und auch einem ehemaligen Volumen von über 200 Millionen Wert, die nagelneue Technologie hat, ein eigenes Staking-System, das je nach Gewichtung die Rewards verteilt, je nachdem, wie die Chain genutzt wird. Das sind ein paar technologische Fortschritte in dem ganzen Projekt. AI-gestützte Webseiten, die auch mit einfließen würden, mit dem ganzen Lizenzierungen, Exchanges. Also ich kann dir da leider keine Zahlen nennen, aber wenn man das jetzt alles verkaufen würde und einen Käufer finden würde, der was sagt, okay, ich finde das Designomy-Konzept spannend. Um es klarzustellen, wir wollen nicht verkaufen, um Gottes Willen. Das ist jetzt nur mal so ein Gedankenspiel. Dann denke ich, da wären wir im weit mehrstelligen Millionenbereich drin. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil die ganze Arbeit, die da reingesteckt wurde und auch die Lizenzen, die jetzt mittlerweile sehr, sehr hart zu kriegen sind, die früher leichter waren. Wenn man mal jetzt eine Lizenz hat, dann kann man sich glücklich schätzen, auch als Exchange zum Beispiel. Und die ganzen Standorte, die Firmen, das Firmengebäude und. Da gibt es sehr vieles, was ich sagen würde, was liquidiert werden könnte. Aber jetzt rein cointechnisch, das könnte heute 1 Million sein und das könnte morgen 50 Millionen sein, weil das so stark schwankt. Letzten Endes sind wir aber an diesem Punkt angekommen, wo wir wirklich uns darauf fokussieren können, die Coins wieder wertvoll zu machen. Das sind jetzt die nächsten Schritte, also wirklich jetzt am Coinkurs zu arbeiten, den nach oben zu pushen und dann schaut das Ganze schon sehr, sehr viel besser aus. Deswegen, ich habe es jetzt, glaube ich, schon durch das ganze Interview gepredigt. Wir brauchen einfach Geduld und ein bisschen Gutwillen. Also es kann auch neutral sein, nur sollte es nicht in den Hass umschlagen und einfach das Projekt torpedieren. Das ist einfach nur kontraproduktiv und verlangsamt uns. Das bringt einfach nichts. Weil wenn man böse ist, dann heimgehen, in den Keller schreien, wieder hochkommen, durchatmen und mitmachen, wäre wahrscheinlich die beste Devise. Aber es ist ja, ich kann's zu einem gewissen Grad verstehen, aber wenn es einfach geht, da hatten wir das Ganze ja auch, um als Beispiel zu der NFT-Geschichte zu nennen, das NFT damals wäre weitaus mehr wert gewesen, hätten wir nicht diese kleine Userschaft gehabt, die das einfach torpediert hat. Das NFT war kostenfrei, es hat keinerlei Spesen drauf. Man konnte es nehmen, man wurde nicht gezwungen, wir haben das als Option da gelassen. Leute, die zu Anfang das NFT verkauft haben, bekamen ungefähr 20-25% des Wertes. Jetzt natürlich weniger, weil der Hype ein bisschen nach unten gegangen ist. Aber auch wenn der Hype bei NFTs wiederkommt, da kann dieser Wert durchaus nach oben schießen, wenn wir auf guten Marktplätzen sind. Wir wären auf den größten Marktplatz gekommen. Wir waren schon einen Tag da. Da hat die Community, diese kleine Userschaft, die nenne ich jetzt nicht Community, dagegen geschossen. Es wurde vom Marktplatz entfernt. Viel Liquidität und viel Präsenz wurde dann
einfach aus dem Projekt genommen. Hm. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass man dafür 50, 60% des Wertes des NFT hätte verkaufen können. Da wurde einfach der großen Community etwas genommen von einer kleinen Gruppe, die sagte, oha, da gibt es irgendwelchen Fortschritt, da muss ich sofort mit dem Fuß drauf stampfen. Und das ist einfach nicht wünschenswert. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns auch in unseren Interviews so bedeckt halten müssen. Ich weiß, du hättest eine Menge mehr Fragen und wir hatten einen ganzen Katalog und wir mussten streichen, 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 weil wir es einfach nicht sagen dürfen können oder Leute in irgendwelche Richtungen lenken, wo sie dann Probleme machen können. Wir dürfen die Asset-Provider nicht zeigen. Wir können auch keine Asset-Provider da rausnehmen und die dann direkt interviewen, weil die würden E-Mails bekommen oder Hassmails und sagen, warum arbeitet ihr? Du weißt, ich habe darüber schon früher mal Ja. gesprochen, aber wir müssen diesen schmalen Grat gehen zwischen den Leuten etwas geben, dass wir bei der Arbeit sind, dass alle verstehen, dass daran gearbeitet wird und gleichzeitig nicht ins Detail gehen. Und das ist natürlich auch für dich eine undankbare Aufgabe, weil du wirst sicher sehr viele Kommentare erhalten. Wieso hast du diese Frage nicht gestellt? Warum hast du das nicht gefragt? Weil du nicht konntest und weil ich nicht durfte und weil es eben leider so ist zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben, Speziell mit dem Verfahren, das ich ja, jetzt mal so nenne. wir haben momentan einfach unseren Handlungsspielraum, der ist gegeben. Mit dem bemühen wir uns, möglichst gut umzugehen. Jedem wird man es definitiv nicht recht machen können. Wir können uns aber bemühen, im Großteil der Community möglichst viel Transparenz und die Antworten zu geben, die wir geben können. Ja. Du hast es schon gesagt, wir bitten die Community einfach um ein bisschen Einfach um Geduld Geduld noch. und natürlich Richtig. auch, jeder kann teilhaben, jeder kann dem Projekt auch helfen, wenn man hergeht und sagt, ich kaufe mir ein paar Sapphire, ich kaufe mir ein paar Coins, ich master noch die stake die, auch nur um den Lernprozess zu verstehen. Was passiert Mhm. hier? Ich habe Coins, die Coins arbeiten im Netzwerk, die Coins generieren mehr Coins und dadurch geben sie quasi dem ganzen Netzwerk mehr Sicherheit. Ich habe da Einkommen und wenn das Ganze nach oben geht, werden diese Coins ein Vielfaches dessen wert sein, was sie jetzt wert sind. Einfach wieder diese Grunddenkweise wieder herbeizuführen, dass die Coins einen Wert haben und dass die Coins einen größeren Wert haben werden, wenn man diese auch hält. Das ist der Grundgedanke. Jeder Mhm. Coin, der gehalten wird und wo weiter etwas passiert, bekommt eine Wertschöpfung in sich selbst sozusagen. Und das ist natürlich wichtig, dass dieser Grundgedanke hier ist. Ich habe nach wie vor all meine Coins auf der Flitz-App. Sie ist Mhm. nicht perfekt, muss man sagen. Es gibt einige Bugs, die ausgemerzt werden, aber Ja. man kann Coins draufladen, Guthaben und mit 2 Klicks beginnt das Masternode, läuft im Hintergrund, nimmt dem Handy keine Ressourcen, Mhm. ist wirklich, und was auch sehr, sehr wichtig ist, ein wichtiger Punkt, man vertraut keinem seine Coins an. Also das ist my Keys, my Coins, man behält seine Private Keys, das heißt, auch wenn die Blitz-App jetzt aus irgendeinen Gründen böser Stief oder böser Ost, das ist ein weiterer Trick oder sowas in die Art, die wollen die Coins da dann an sich nehmen, das geht nicht, weil Mhm. dieses Wallet nur für euch auf eurem Handy quasi da abgesichert ist. Das heißt, Blitz-App verschwindet von heute auf morgen, eure Coins bleiben alle hier. Das ist Ja. hundertprozentig sicher. Und deswegen würde ich das den Leuten ans Herz legen, einfach mal ein bisschen zu Mastodon und zu staken, als Schon, abschließend. schon alleine diese Aktion wird dazu führen, dass man mehr Vertrauen wieder in das ganze Konstrukt bekommt, weil wenn man in dem Ökosystem ist und merkt, wie die ganzen Vorgänge ablaufen, versteht man aus sich selbst heraus schon, aha, das funktioniert jetzt so, das ist so und so und so. Und von daher kann ich das tatsächlich jedem nur ans Herz legen, auch wenn es nur Minimalbeträge sind, einfach mal auszuprobieren, weil dann von sich heraus schon besseres Verständnis für das ganze Genau. Ökosystem erwachsen wird. Lieber Stefan, ich würde sagen, wir beenden so langsam das Interview. Wir haben jetzt lange genug gequatscht. Ich hoffe, wir haben der Community einiges an Antworten liefern können, das hoffentlich dazu beiträgt, dass die ganze Sache transparenter geworden ist, dass wir das Vertrauen wieder etwas stärken können. Natürlich wird es, wie du schon angeteasert hast, noch ein weiteres Interview mit dem Ausgeben. Wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen brauchen, aber wir sind da auf alle Fälle dran, um dann eben auch noch die Fragen, gerade was die Xenomi angeht, auch ein bisschen besser beantworten zu können. Wenn du noch zu guter Letzt etwas zu sagen hast, dann schieß bitte los. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Geduld gepredigt. Will jetzt nicht nochmal mit Geduld abschließen, einfach nur sagen, wir arbeiten dran. Wir hängen bis zum Hals mit drin. Für uns ist Aufgeben keine Option. Also wir werden weiter kämpfen, weiter bauen, bis wir wieder dieses Level erreichen. Und ich denke mal, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wirklich jeder einsieht, dass wir gekommen sind, um zu bleiben, und das meine ich wirklich so, dass dann auch der Wind umschwingt, dass die Coins Wert bekommen und dass dann die Leute verstehen, dass da extrem passionierte Programmierer und Arbeiter hinter dem Projekt stecken, die wirklich alles geben, um das Ganze wieder auf Kurs zu bringen und nicht irgendwelche Scammer, die mal schnell ein schnelles Geld machen wollen. Ich glaube, dass wenn man mir in die Augen schaut, dann sieht man auch eine gewisse Müdigkeit. Aber wir arbeiten hart und wir bleiben am Ball. Und ich freue mich auch, dass Urs sich bereit erklärt hat, ein Interview mit dir zu führen, weil dann kann er wahrscheinlich, er ist der Techniker und er ist derjenige, der Hm. wirklich da das Sagen hat, da man wirklich ins Detail gehen kann und erklären kann, wie das Xenomi läuft, wie es funktionieren soll, was im Hintergrund abgeht und so weiter und so fort. Das wird dann sicher sehr, sehr interessant, während ich hier jetzt ein bisschen Team Spirit betrieben habe. Ja.
für uns alle. Wunderbar. Ich Vielen, sag vielen mal, lieben Dank, Mario, auch dir nochmal für die Zeit, dass sehr du gerne. da wirklich geduldig mit mir warst und auch die Fragen und dass du da flexibel warst, dieses Interview zu leiten. War Und mir ich eine hoffe, Freude. wir schicken es an die ganze Community aus. Idealerweise noch mit Untertitel für die anderssprachigen, also Englisch Richtig. wäre natürlich super, dass die auch mitkommen, Genau. mitlesen können. Und ja, vielen Dank nochmal Ich danke dir. und bis zum nächsten Mal, Bis zum okay? nächsten Mal. Mach's gut.